Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Und in dem Video beschäftigen wir uns mit so fragwürdigeren Geschäfteln, die ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Wobei, da geht es also so um Gegengeschäftel. Es geht darum, wenn man jetzt etwas einkauft. Es geht darum, wenn Geschäfteln gemacht werden, wo einer der Beteiligten in einer gewissen Abhängigkeit steht. Beziehungsweise auch um Schwarzgeschäfteln. Den Begriff, ehrlich gesagt, habe ich auch erst heute gegoogelt und ich bin bald entsetzt. Aber nach dem Intro, danke Tobias, gleich mehr. Also, wenn es um Gegengeschäftel geht, da unterscheide ich einmal sozusagen zwischen zwei Sachen. Also, wenn ich heute eine Kleinigkeit mache und ich kriege dafür von einem eine Kleinigkeit gemacht oder er gibt mir eine Kleinigkeit, dann sind es in jedem Fall zwei Geschäfteln, die unabhängig voneinander sozusagen zu betrachten sind, aber jetzt nicht wirklich ein Geld fließt. Das, was man machen darf, ist, man darf einmal zum Beispiel in der Familie oder beim Bekannten, man darf aus Gefälligkeit was machen, aber sobald ich eine Gegenleistung kriege dafür, sind es in Wirklichkeit zwei Geschäfteln, die entsprechend fakturiert werden. Das Weitere, was ich unter Gegengeschäfteln verstehe, ist, wenn ich heute ein Instrument verkaufe und jemand will, um den Kaufpreis zu reduzieren, ein anderes Instrument sozusagen in Zahlung geben. Ja? Dann ist es nichts anderes wie, dass ich das Instrument um den Betrag X verkaufe und gleichzeitig aber ein Instrument um einen Betrag X einkaufe. Im Normalfall ist es dann so, dass die Leute halt weniger zahlen für das, was sie kaufen. Soll es ein teures Instrument sein, muss auch ich was zahlen dafür. Ja? Jetzt muss man nur wissen, ob der Verkäufer, sprich gleichzeitig der Kunde ist, der mein Instrument kauft, eine Firma ist, sprich eine Steuernummer hat, weil dann kann man eine Rechnung drüber stellen. Ansonsten ist es halt der Ankauf von einem Instrument von einer Privatperson. Die beinhaltet natürlich dann keine Steuer, berechtigt auch nicht zum Vorsteuerabzug. Also, wenn es um das geht, dass man von einer Privatperson oder von einer Firma ein Instrument ankauft, dann muss klar sein, dass das entweder der rechtmäßige Eigentümer ist, das wird man durch, indem man es gekauft hat einmal das Instrument, indem man es geerbt hat oder indem man es geschenkt gekriegt hat, muss es nachweisbar sein, dass er der Eigentümer ist. Beziehungsweise muss er die Verfügungsgewalt drüber haben. Und das braucht man schriftlich. Dann muss klar sein, dass das Instrument sozusagen jetzt nicht irgendwie einer dritten Partei zur Sicherung übereignet wurde, sprich zum Beispiel einer Bank, ja, weil sonst kauft man das zwar, aber das Instrument bist du los. Ja. Und auch um den Tatbestand der Hehlerei sozusagen auszuschließen, braucht man Autogramm, dass der die Verfügungsgewalt hat, beziehungsweise wirklich rechtmäßiger Eigentümer ist. Weil sonst da steht auf einmal die Polizei da, weil wenn ich halt ein Instrument einkaufe in einem Gegengeschäft oder ich kaufe nur ein Instrument an und verkaufe das morgen wieder und biete das an und es steht einer da, der wirklich glaubwürdig nachweisen kann, dass ihm das geklaut wurde, dann kann man sicher sein, wenn ich da keinen Zettel habe, dass ich das Instrument los bin und dann demjenigen nachrennen kann, ob ich vielleicht wieder ein Geld zurückkriege. Also da muss man sehr aufpassen. Dann geht es jetzt um ein Thema, das ist ein relativ weit verbreitetes Thema. Da geht es darum, dass Geschäfte gemacht werden, wo Leute, sagen wir mal, kaufen müssen, die in einer gewissen Abhängigkeit stehen. Das können Schutzbefohlene sein, das können Auszubildende sein, das können Schüler sein, das können Studenten sein. Es gibt halt leider auch Leute, die durch die Vermittlung eine Provision einstrafen, selber von der Ware überhaupt nicht überzeugt sind. Ja. Es gibt auch sehr, sehr löbliche andere Beispiele, die halt ein Instrument empfehlen, weil sie wirklich selber sowas spülen, das sie auch wirklich gekauft haben. Weil mir ist schon passiert, dass jemand zum Beispiel da steht und im Etui so einen Carbonbogen um ein paar tausend Euro drinnen hat, den er in Wirklichkeit jedem Schüler und jeder Studentin eindruckt und das ist super, er selber spielt aber nie damit, weil es ihm auch wurscht ist, er hat den eh geschenkt gekriegt. Wahrscheinlich der letzten Kundin oder dem letzten Kunden in seinem Umfeld verkauft er sogar den am Schluss noch. Ja?
das halte ich für sehr fragwürdig. Das heißt, da ist dann in Wirklichkeit halt nur mehr die Provision relevant und keine Überzeugung, keine Qualität mehr notwendig, wobei die Schwierigkeiten dann kommen, sobald der Student zum Beispiel dann einen Lehrerwechsel hat und der Lehrer dann sagt, Entschuldigung, was hast du denn da für einen Mist? Und ja, okay, aha. Also in Wirklichkeit, wenn Empfehlungen kommen, dann sollten sie sozusagen provisionsfrei sein, dann sollten es wirklich eine Unterstützung von einem, der mehr Ahnung hat, für einen, der weniger Ahnung hat, sein. Aber es sollte halt nicht so ausarten, dass dann in Wirklichkeit, sagen wir einmal, Professor in Wien oder sonst irgendwo mehr Geld damit im Monat verdient mit der Vermittlung von irgendwelchen fragwürdigen Instrumenten oder Bogen, nur damit der Student hofft, dass er dort einen Platz zum Studieren kriegt. Ja. Solange das jetzt Sachen sind, wo jemand wirklich überzeugt davon ist, wo am Studenten oder am Auszubildenden oder wie auch immer wirklich geholfen wird, dass die weiterkommen in ihrer Laufbahn, das ist wirklich was anderes. Aber wie gesagt, es gibt halt auch ein paar schwarze Schafe darunter. Ja? Und da kann ich nur sagen, das sind für mich schon wirklich fragwürdigere Geschäfteln. Ja? Und der letzte Punkt, um den es jetzt geht, das sind sogenannte Schwarzgeschäfteln. Das ist immer dann, wenn jetzt keine Rechnung drüber geschrieben wird. Wobei, wenn ich heute von einer Privatperson was kaufe, dann muss ich zumindest irgendeine Kaufvereinbarung oder irgendwas haben. Ich brauche eine Bestätigung, dass ich dem was gezahlt habe, einfach schon um das Eigentum nachzuweisen. Ja? Wenn es dann darum geht, dass es zum Beispiel jetzt versichert werden soll und. Nicht? Es geht dann natürlich auch um die Gewährleistung oder um die Haftung, wenn jetzt da irgendwas schief geht bei so einem Geschäft. Also wenn man es jetzt ohne Rechnung von irgendeiner Privatperson oder sonst was gekauft hat, dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Man muss aber der Fairness halber dazu sagen, selbst wenn ich das heute von einer Firma kaufe, ein Instrument, und selbst wenn ich es mit Rechnung kaufe, endet natürlich die Gewährleistung auch genau dann, wenn es die Firma zum Beispiel aufgrund eines Insolvenzverfahrens nicht mehr gibt oder wenn die Firma einfach dicht gemacht wird. Dann habe ich weder einen Anspruch auf irgendwelche Garantien, auf Service, auf Haftungsfragen oder sonst irgendwas. Ja? Also das kann sowohl dort oder da passieren. Und das, was jetzt eine wichtige Information ist, das ist wieder die gute Seite, Verträge, das ist alles sehr nett. In Wirklichkeit geht es schon darum, wer ist der, mit dem ich mich unterhalte? Wer ist der Gesprächs- oder Geschäftspartner? Weil jeder Vertrag ist im Prinzip nur so gut wie die Leute dahinter. Ja? Wenn's meistens sind dann diese, ich sage mal, unter der Hand Angebote, die sind dann meistens natürlich schon sehr verlockend. Ja? Das heißt, man kauft unter Umständen relativ billig was ein, das man mit einem guten Gewinn wieder verkaufen kann. Und die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, wann verkaufe ich mich wirklich? Ja? Wobei ich jetzt kein Moralapostel bin, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, und will man das ein oder andere fördern. Ja? Und da gibt es eben dann immer wieder so, ja, es gibt die Situationen, da muss man Entscheidungen treffen. Und wenn man dann auf der anderen Seite wieder überlegt, nicht? Also natürlich macht es auch einen Sinn, wenn man sich für eine Gemeinschaft entschieden hat, dass man in der lebt und auch diese ganzen Vorzüge genießt, dass man natürlich auch Steuern zahlt. Ja. Es ist jetzt nicht mein größter Wunsch, dass ich einen Polizisten damit finanziere, der mit einer Strafzettel aufhaut, obwohl ich sogar noch das verstehe, wenn es wirklich ist. Ja. Ein paar Sachen verstehe ich nimmer, was damit gemacht wird mit den Steuergeldern, nur ich bin auch froh, dass ich diese Entscheidungen nicht alle treffen muss. Ja. Also ich habe genug zu tun mit dem, was ich mache. Prinzipiell macht es einen Sinn, saubere Geschäfte abzuwickeln, ja, und vor allem einen Kunden wirklich zufriedenstellen. Ja. Und es ist auch ein Unterschied, nicht, ob ich heute in einem Musikschulniveau arbeite, wo, sagen wir mal ganz einfach, Eltern eine zusätzliche Belastung haben, nur weil das Kind halt Geigen lernt. Denen ist es unter Umständen was geholfen, wenn sie es halt billiger kriegen, weil sie halt einmal keine Rechnung kriegen. Sobald der Musiker heute, ich sag, professionell unterwegs ist, braucht er ohne dieser Rechnung. Das heißt, da stellt sich die Frage nimmer. Und er kann es anschreiben, er kann alles Mögliche, er kann sie steuerlich verwenden. Ja? Also, das ist, ich will gar nicht sagen, dass ich sowas noch nie gemacht habe, aber das ist halt wirklich lang her. Ja? Und passt auch gar nicht mehr einer zu uns. Ja? Also, wie immer, oder wie schon bei den letzten 2 Videos jetzt,
hoffe ich auch da, dass es für euch einen Sinn und einen Wert hat, dass ihr das gesehen habt. Wie gesagt, wieder das gleiche Blabla mit den Kommentaren. Im Wesentlichen, wenn Geschäfteln fragwürdig sind, überlegt euch, ob ihr es macht oder ob ihr lieber die Finger davon lasst. Ja, man muss nicht jedes Geschäft machen. Wurscht, ob gerade Corona-Zeit ist oder nicht, die Entscheidungen kann man immer treffen. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch getaugt und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten wieder dabei seid. Pfiat euch! Jetzt habe ich mir schon gedacht, sie haben sagen, halt die Pappen, wenn du über Schwarzgeschäft redest. Das Thema spreche ich schon an. Ja? Und ich habe erst heute erfahren, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe das heute gegoogelt und ich bin eigentlich entsetzt, was das wirklich ist. Ja? Also ich kann jetzt aus persönlicher Erfahrung leider gar nichts erzählen. Wünschen würde ich mir natürlich jetzt, wo ich weiß, was das ist. Dass das eigentlich so vom Staat viel mehr Verständnis und Vertrauen entgegengebracht wird und eventuell auch so in einer Eigenverantwortung dann gehandhabt werden kann, wie man es halt gerade für richtig hält. Kann ein Mensch wie ich schuldig sein überhaupt? Wie schauen wir aus? Ja, gut. Also, du. Wie sieht man Gott sei Dank nicht. Wenn ich jetzt ein zauberst Händel. Naja, wenn man die Lachen hört, würde man eher sagen, ein zerzauster Gockel. Das mache ich aus, das kleine Wurzel, weil da weiß ich nicht, wie lange der Akku gut, dann machen wir das auch aus. Also warte, ich muss wieder einschalten, die Lampe. Rennt die Kamera? Ja, sie rennt Wohin? davon. Ich meine, Leute, die sich halt für Pyramidenspiel begeistern oder, ich weiß nicht, für esoterische Öle oder sonst für einen Blödsinn, das kann ich sowieso nicht ernst nehmen, nicht? Und dass halt sein kann, dass das Vertrauen missbraucht wird. Wieso komme ich jetzt gerade auf die Familie? Auch wegen einem Vertrauen, das missbraucht wird. Zuerst habe ich mir nur gedacht, ich brauche irgendwas, wo einmal über die Verwandtschaft herzieht, aber jetzt habe ich es gut verpackt. Ich weiß es eh und du erkennst es. Ich weiß, dass du ein kleiner Sauhuhr bist und da erlaube ich mir was zu sagen, gell? Dass der Papa da das mit der Kritik auch noch ein bisschen üben muss, nicht? Und da denke ich mir, dann üben wir gleich ein bisschen, oder?